Oh mein Gott. Jetzt gleich. Ich hab es. Jetzt habe ich's. Hundreds of illegal oil refining labs are fueling the cocaine trade in Colombia. And a special police force is hunting them down and destroying them one by one. Wie kann man denn Benzin machen? Und warum explodiert das? The labs are run by locals who steal crude oil from a nearby pipeline and turn it into gasoline. Pues principalmente los grupos armados al margen de la ley. Es el principal riesgo. Uno tiene que estar muy atento en cada uno de los movimientos que desarrollen. Was sagt der Chat? Fühlen wir das? Ist es okay? Ich meine, wir sehen Menschen mit Waffen oder Explosionen. Ich meine, die ersten 40 Sekunden waren relativ bombastisch im Vergleich zu den deutschen Dokus, die wir gesehen haben. That low-quality fuel is one of the main ingredients in another illegal product, cocaine. Cocaine. O sea que coca ahorita hay en todas partes. En Nariño, en Putumayo, Caquetá, en Cauca, en todas partes hay coca. Colombia is the top cocaine producer in the world, even though it has waged a war on drugs since the 1970s, before the time of Pablo. Na, ich weiß nicht warum, aber ich gucke den in die Augen, Chat, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne den richtig gut. wie ironisch. Escobar. Now, the government is cracking down on every part of the cocaine production cycle, including the illegal oil refineries. So why do locals risk their lives working in these illegal industries? And what dangers do Colombian police face when they raid the labs? Ist das eine fucking Ace oder eine Galil? Das ist eine Ace 23, oder? Dude, ich habe noch nie einen im Real Life gesehen. Immer nur in PUBG und so. Huh. They raid the labs. Jorge Moreno's team of nearly 40 officers has flown in from Cali for today's mission. Me gusta lo que hago. Siempre doy más de lo que en ocasiones me corresponde. Y me gusta estar con los muchachos. Eskalieren? Ja, das sieht ich finde, guck mal hier, wenn man so auf das Gewehr hier guckt, dann sieht das schon aus wie eine Galil, schon im ersten Moment schon. Aber dann speziell würde ich sagen, dass die S23 von Galil, ich weiß gar nicht, ob Galil eine Firma ist oder ob das ein Typ von Waffe ist, aber auf jeden Fall erinnert mich das stark an die Waffe, die ich da die ganze Zeit erwähne. War halt da. 100 soldiers from the Colombian armed forces are also joining them. Personal a discreción. Se espera que de pronto posiblemente encontremos alrededor de cuántas refinerías allá de Gómez. 4, mi mayor. 4 aproximadamente. They gather at the Llorente police station near the coastal city of Tumaco. Guter Hund. They're arming up in case they encounter criminal gangs and drug cartels. Son las ametralladoras. Stell dir vor, in Deutschland würde die Polizei mit Sondereinsatztruppen in einem gepanzerten Fahrzeug und mit Sturmgewehren durch die Gegend fahren, um Kriminelle zu fangen. Wie dystopisch würde das sein? Armas pesadas, armas livianas, una de calibre 5.56, otras de 7.62 y MGL, que ya son granadas explosivas. Und lanzan granadas explosivas. Mit Granatwerfern? MGL? Was soll das ist? At the crack of dawn, they head into the jungle. Along the way, they stop by the Transandino oil pipeline. Most of it is above the ground, making it easier to drill holes and steal the crude. Ustedes se dan cuenta que todas esas camisas, todos... An all den Stellen, an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stellen wurde die Pipeline angezapft und dann wieder neu verschweißt. Das sieht ja so aus wie, hier haben sie ein Loch reingemacht, dann wird es verschweißt, hier haben sie ein Loch reingemacht, dann wird es verschweißt und dann 10-mal weiter. Okay. Esos soldaduras y demás han sido instalación de válvulas ilícitas. Das ist ein Ventil. The Colombian government is the majority shareholder of Ecopetrol, the company that runs the pipeline, which carries crude from the Orito oil field to Tumaco.
From there, the majority of it is exported to the US. But recently, the country has lost more than 270,000 barrels annually to theft. That amounts to over $2 billion. Today, they didn't find any holes, at least in this stretch. Ob ich wohl schon mal irgendwie Benzin getankt habe, was irgendwie im Urwald raffiniert wurde oder so? Ah. But illegal oil refineries are usually not too far from the pipeline, so the team moves into the jungle. Ihr sagt safe nicht, aber was ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, so Teil Dschungelgasolin eingekauft wurde, Teil Gasolin, was halt echt ist, in Anführungszeichen, das einfach vermischt wurde? Wer weiß. Kann man nicht? Okay. Ich gucke einfach die Doku, die erklären mir das bestimmt. Gonzales. Months of research Hat er ein iPhone da vorne drin und filmt dabei? and planning have prepared them for this trek. They also know this region well. And they use an app from the National Police. It tells them where there are drops in pressure on the pipeline, which usually means it's been tapped. Ja. Ach du Scheiße, guck dir das an. These hoses are a sign they're on the right track. The thieves attach the tubes to valves and suck the crude oil from the pipeline into these pools in the middle of the jungle. Abajo a la orilla del río. Ahí se alcanza a ver desde. Inmitten des Dschungels wird ein großes Becken ausgehoben, wo all das ganze Rohöl reinkommt, ja? Uiuiui. Ahí se alcanza a ver desde donde estaba la línea del oleoducto, que hicimos la primera toma, y siguen extendiéndola. Pueden extenderla hasta kilómetros. After walking for more than 2 hours, they finally reach the refinery. Ja, But das ist it's super für die already Natur. been True. abandoned. Moreno says workers were probably tipped off by locals in the area. But they hadn't been gone for long. Eso significa que está trabajando ahorita. A pool of refined gasoline was still there. Locals call it pategrillo, which means cricket's foot. Workers often dump unused crude on the ground, contaminating the land and surrounding rivers. Trees and leaves here are dripping with sludge. Esto es algo artesanal que pues a ellos poco o nada les importa porque les está dejando una buena lucración. Ja, it's because it's making them a good profit. Man muss halt dazu sagen, Chat, also ich versuche das jetzt nicht zu relativieren. Ich versuche jetzt nur Perspektiven zu geben, Chat, ne? Das sind ein Haufen Leute, die leben in Kolumbien, in irgendwelchen Holzhütten im Dschungel und die haben keine Möglichkeit, Geld zu verdienen, Chat. Die können auch, keine Ahnung, die haben quasi, die sprechen nicht mehr Englisch oder so, die sprechen nur Spanisch. Die sprechen nur Spanisch, sind nur in ihrem Urwald und können dann dort Arbeiten verrichten. Dass dann irgendwelche Leute auf die Idee kommen, hey, wie können wir mehr Geld machen? Hey, Drogen, du, und dann das so eine Scheiße draus entsteht, Chat. Ich kann das sogar verstehen. Nicht gutheißen. Aber ich kann verstehen, wieso Menschen sowas tun, um Geld zu verdienen. Wenn da nichts anderes möglich ist. Aber ja, wie machen die das jetzt sauber? Kommt jetzt gleich so ein großer, langer Saugerschlauch oder so? Oder ein Helikopter? The refineries also release toxic gases into the air that are powerful Man könnte jetzt auch wieder sagen, oh ja, Kolumbien, überall ist Kokain. Warum ist Kokain überall illegal? Quasi die Unterwelt verdient sich dumm und dämlich mit Kokain und alle sitzen da und keine Ahnung. Das sind jetzt die Auswirkungen sozusagen. Klar, das kann man auch sagen, Chat. Weiter. enough to kill animals on the forest floor. Just one of these labs can contaminate 3 square Oh, ich habe die Untertitel ausgemacht, sorry. miles of land. El daño ambiental es la tala de los bosques, la die müssen das doch sauber contaminación de machen. los suelos, Die la können es jetzt nicht so pérdida de lassen. la capa vegetal, la contaminación de las fuentes hídricas que ustedes mismos se dan cuenta ya del río Huiza. Moreno says that bringing in helicopters Ach, das ist ja direkt neben dem Fluss. Ja, dann ist euch wohl klar, Chat, dass alles, was da jetzt gerade in diesen dreckigen Tümpeln ist, dass das alles auch irgendwo da drin landet im Wasser. to remove the oil isn't a practical option in this dense jungle. So the only way to destroy this refinery and the remaining pategrillo is to blow it up. Was? Was?
but the fuel can burn for hours, causing even more pollution. Ja, eben. Ja, das ist ja viel besser, Chat, dass das Rohöl jetzt da im Dschungel abbrennt, oder? Ich meine, ne? Entonces le toca a uno inhabilitarlos causándole el menor daño ambiental. Entonces utilizamos ese tipo de explosivos para inhabilitarlos, pero siempre tratando de causar el mínimo daño posible. Last year, Moreno and his team destroyed 60 labs in a single mission. But hundreds still sprawl across the jungle. Also nur so nebenbei, Chat, ne? Naturschutz in anderen Ländern sozusagen. Nachhaltigkeit in Kolumbien. Die haben noch einen extrem langen Weg. Travel worked at an illegal refinery in Tumaco for 4 months. La causa pues era pues para ayudar a mi familia, pues para darles un mejor futuro, pensaba yo, pero pues, vea, no se dio. One day, the facility caught fire. The flames burned his face and hands. Entonces la candela ya se vino por el tubo y impactó acá donde estaba recibiendo la gasolina, entonces la explosión. He was in a coma for 2 months and needed a face transplant. Now he wears a mask to cover his scars. He lives alone. He says his wife left him because he couldn't make a living. Oh boy, Alter. Was ist das denn für eine Story hier schon wieder? Der Mann ist gezwungen, illegal Gasolin im Dschungel zu machen. Da ist eine Explosion und sein ganzes Gesicht und sein ganzer Körper ist vernarbt. Und das Geld, was er da versucht hat, illegal im Dschungel zu farmen, damit seine Kinder oder seine Frau ein besseres Leben haben kann, wird damit gedankt, dass sie ihn verlässt. Eieiei. ¿Cómo no voy a estar arrepentido? Son cosas pues que pasan, no se arrepiente, pero pues como dice el dicho, ya es tarde. Workers like Travel don't have any safety protocols in these labs. Gut, der Sahne, ey. They heat the crude in a 300-gallon tank by lighting a fire underneath. Most of the oil vaporizes into Wir lernen jetzt gerade, wie man illegal Öl raffiniert. Passt gut auf. gas, which cools and condenses back into liquid in these pipes. That's the low-quality gasoline or pate grillo. There's a lot of demand for it because it's cheaper than regular petrol. Travel earned nearly $800 a month selling it. That's 4 times the country's minimum wage. Ja, genau darum geht's, Chat. Wenn du das Vierfache des Mindestlohns verdienen kannst, pro Monat, und du irgendwo am Straßenrand in einer Holzhütte lebst, dann kann ich das sogar nachvollziehen, warum Leute das machen, Chat. Nicht gutheißen, aber nachvollziehen. Country's minimum wage. His customers were mostly coca farmers, who often used the pate grillo to make a paste, which is the base for cocaine. Carlos started growing coca 15 years ago because it's more lucrative than other crops. But farming it is illegal in Colombia, so we are hiding his identity. The leaves are not ready for harvest yet, but Carlos showed us how he typically go about making coca paste. En esta parte de aquí es donde llega el cosechero y es donde se pesa los kilos, las arrobas que traiga, lo que cosecha al diario. An arroba is a measurement for coca leaves. Dankeschön. One arroba is about 25 pounds. Y esta es una picadora que se utiliza para picar la hoja, para que quede más pulverizada, y con las cuchillas da vuelta y corta y sale por allá. After the coca leaves are pulverized, Ja, man kann durch die Blätter high werden. Coca-Blätter kauen ist super, super verbreitet in den Ländern dort unten, in Südamerika, Chat. Quasi ist so ein riesiger, du nimmst quasi ganz, ganz viele Coca-Blätter und so weiter, machst da so einen Ball draus und dann baust du immer wieder auf diesen Ball drauf. Und irgendwann quasi wird der Mund taub und so weiter. Ist das High, Kokain-High, nur halt viel, viel geringer, also viel, viel geringer dosiert und so. Klar funktioniert das. Also, wenn ich irgendwann mal in Südamerika sein sollte, Chat, kaue ich 100% Coca-Blätter. 100%. he uses gasoline or pate grillo to soak them. He also adds water and Genau, und dazu geben die uns einen Kram und dann kannst du kalt mitkauen und so weiter. Genau so. an alkaline substance like baking soda.
This mixture extracts compounds from the plant that make cocaine addictive. Este es un acelerante de la producción de coca, para que pele más rápido. Der Konsum von den Kokablättern, zumindest in Peru und ich glaube auch in Kolumbien, ist auch eigentlich nicht illegal. Zumindest in Peru. In Kolumbien weiß ich nicht 100%. Ich glaube, das ist auch nicht illegal, weil das quasi so verankert ist in deren Kulturchat. Wenn man Kokain oder Kokablätter in diesem Fall, haben früher Leute auch gekaut, um zum Beispiel Höhenkrankheit oder so auszugleichen, weil ja die Anden sind und man sehr, sehr hochklettern kann auf Berge und so, hilft das quasi dann irgendwie straight zu bleiben, wenn du halt bergsteigst. Sí, estos productos son fáciles de conseguir. Estos en cultura agrícola aquí en el pueblo. Carlos most often sells his coca paste to cartels or drug smugglers. Bueno, un campesino cocalero vive como cualquier otro campesino. Lo único que queremos es que no nos estigmaticen de narcotraficantes, y lo único que queremos es trabajar y vivir en paz. His wife says they tried So, hier Bibi Satch hat es sogar bestätigt, der hat sogar schon Kokablätter gekaut, als er in den Anden war. growing other crops. Aquí un tiempo hubo que sembraron yuca, pero eso, digamos, cuando la gente sembró harta, estaba baratísima, entonces la gente la hizo perder porque no daba resultado. También, digamos, plátano, el chiro, el banano, no hay quien lo compre. More than 200,000 families across Colombia live off of coca farming. Un racimo de plátano te dan 10.000 pesos. En cambio, si sembramos coca, nomás llevamos peso de 2 Kilo. Ja, ich kann nachvollziehen, warum man die Entscheidung trifft, Coca anzubauen, im Vergleich zu Bananen. Y tenemos 5 millones de pesos. Francisco has been farming coca for 23 years. He lives in Nariño, a remote part of the country where there are hardly any other well-paying jobs. Si uno tiene hambre, tiene que salir a buscar donde encuentre trabajo, encuentre qué comer, porque nadie se va a dejar morir de hambre. Eso pasó. Entonces ahorita estamos otra vez en lo mismo. Hay mucha gente que no quería hacerlo, pero de ver la necesidad le tocó hacerlo. The government introduced a crop substitution program in 2016. And a UN report shows that about 100,000 families signed up, but most of them didn't receive the full promised payments. Cuando se dio el proyecto de sustitución, cocaine. créalo que arrancó bastante coca. Ellos mismos, voluntario. Se hizo y no, aquí no quedó muy poquita. Pero con el abandono que el gobierno se desperdió y nunca cumplió, entonces la gente a raíz de eso volvió otra vez a sembrar. Porque nadie se va a dejar morir del hambre. Philipp schreibt, besser Coca als Öl, um den Wald zu vergiften. Nur um die Coca-Paste in Kokain zu verwandeln, brauchst du dann wieder das Öl, raffinierte Gasolin. Also das geht Hand in Hand. Coca-Blätter anbauen, Kokain raffinieren und Öl raffinieren. Insider reached out to the agency in charge of the program but has not heard back. Unlike other crops like coffee or plantains, coca can be harvested up to 6 times a year. The plant now covers 5 times more land than it did in the days of Pablo Escobar. Most Colombian cocaine ends up in the United States, where more than 20,000 people died of cocaine-related overdoses in 2021. Colombia has also seen its share of death from cartel violence, especially here in Nariño. Ya empezó la coca con en los 90 y ya llegó, se fue progresando más en el 2000. Con la coca llegó la violencia, llegaron los muertos, llegó todo. Y aquí se ha enterrado mucha gente. Se ha matado mucha gente. Habían días que nos tocaban enterrar 3, 4, 5. Por lo menos legalizado sería una buena idea, pero si se legaliza, esto no va a tener comercio, porque esto ya le ponen un precio. Si se legaliza, esto queda por el suelo. The country's new leftist president, Gustavo Petro, wants to legalize cocaine. But the US, Colombia's main partner in the war against drugs, does not support that move. Warum? For years, it has been the largest funder of counter-narcotic operations in the Latin American country. Together, they destroyed more than 5,700 drug labs and seized a record amount of cocaine in 2021. And the country is
denke, was Kolumbien machen müsste, wäre den Mindestlohn anheben. So einfach das klingen mag. Dass sie den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, anders Geld zu verdienen als mit so einem Scheiß. Also going after the illegal refineries. Einfach mal so eben. But Moreno says bringing them down is challenging. Todos los controles los hace, pero no, pues las 24 horas del día no puede dejar un personal ahí. Entonces ellos aprovechan inclusive Es gibt keinen Mindestlohn, es gibt quasi so einen Durchschnittslohn. horas nocturnas. Der liegt bei $800, laut der Destroying Doku. the distilleries is $200. not enough either, because they're so easy to set up in the first place. Moreno says that when they take one down, workers quickly put up another one in the jungle. And he admits that burning down the labs is hurting the fragile ecosystem. Das Ding ist halt so, wenn der in Anführungszeichen durchschnittliche Mindestlohn oder was auch immer das genau ist, sagen wir mal bei $200 bis $800 liegt und ein Coca-Farmer quasi für sein komplettes Feld mit Kokainblättern $2000 bekommt, dann ist ganz klar, welches Geschäft die Leute da machen. Pues, ¿qué hace uno? Tratar de causar el mínimo daño de lo que ya prácticamente uno ha encontrado. No nos digamos mentiras, todavía la selva amazónica y en donde nos encontramos no es virgen, pero el daño que le estamos ocasionando, lo que le están ocasionando esta gente es bastante considerable. Okay. Unos daños medioambientales que duran en recuperarse cientos de años. Cientos de años.